Hallo an alle Ritter und Burgfräulein, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Für alle die, die dem Kanal schon länger folgen, vielen Dank dafür. Das freut mich natürlich sehr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für alle die, die neu hier sind, unbedingt den Kanal abonnieren. Es gibt spannende Abenteuer zu erleben. Heute bin ich auch mal wieder Mittelalter unterwegs und habe euch diese schicke kleine Burg hier mitgebracht. Und bevor wir uns die mal etwas genauer angucken, zeige ich euch erstmal, wo genau diese Burg eigentlich herkommt. Ja, und bevor ich euch das zeigen kann, muss ich hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Die Burg kommt erstmal auf die Seite, genau wie der Ritter hier. Und dann flattert erstmal der große Karton ins Bild. Das Modell, was ich euch heute zeige, ist nämlich eigentlich ein B-Modell von der 6074 hier vom Black Falcons Fortress aus dem Jahr 1986. Ja, und die Black Falcons Fortress ist natürlich eine der legendären Ritterburgen, die Lego in den 80er Jahren rausgebracht hat. Ich glaube, es war die vierte der großen Burgen. Als erstes gab es die gelbe. Dann kam so 84 bis 86 das King's Castle von den Lion Knights. Dann das Knights Castle, die 6073 von den Black Falcons und dann eben hier die 6074. Und ich habe es damals Ende der 80er Jahre schon bekommen. Der Karton ist auch der Originale hier, deswegen sieht er auch schon ein bisschen verknittert aus. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Und wenn man den Karton hier aufklappt, dann sieht man eben schon, dass es hier eine ganze Reihe von B-Modellen gibt. Hier auf der Innenseite sind es allein schon zwei, hier unten eins und hier auf der anderen Seite nochmal. Das hier finde ich auch ganz spannend, das werde ich sicherlich auch nochmal irgendwann aufbauen. Und auf der Rückseite gibt es dann nochmal welche. Hier oben hat man eins, ganz interessant. Da ist die Burgmauer schon ziemlich hoch. Das ist anders als bei den, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Modellen. Da hat man immer nur ein Panel übereinander. Hier sind es zwei. Ähnlich ist es hier, auch relativ in die Höhe gebaut, das Modell. Und hier hat man eben jetzt das Modell, für das ich mich jetzt erstmal entschieden habe zu bauen. Hat mir ganz gut gefallen. So eine Art Stadttor, das fand ich interessant. Deswegen habe ich mir das jetzt mal als erstes gegriffen. Ja, und obwohl ich schon über 40 Jahre Lego baue, habe ich jetzt auch wieder nochmal was Neues gelernt. Nämlich, dass es zur offiziellen Teileliste nochmal eine kleine Zusatzliste gibt. Die kann man auch bei Bricklink finden, wenn man sich die originale Liste anguckt und dann ganz nach unten scrollt, seht ihr, dass es da noch Zusatzteile gibt. Und die braucht man nämlich, um diese B-Modelle hier zu bauen. Als Beispiel mal, man sieht hier diese beiden grauen Bögen. Die braucht man auch für das originale Set. Aber hier kann man angedeutet erkennen, dass auf der Rückseite von dem Modell hier nochmal zwei dieser grauen Bögen verbaut werden. Und die sind halt auf dieser Zusatzteilliste eben vorhanden. Wie gesagt, habe ich auch noch nicht gewusst, habe ich auch neu gelernt. So, jetzt habe ich aber erstmal genug geredet. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns das Modell wirklich auch mal an. So, und zack, da ist das Stadttor auch schon wieder. Ich rücke gerade nochmal die Ritter ins Bild. Die gehören natürlich dazu. Genau. So, also, ich habe versucht, das Ganze so aufzubauen, wie es wirklich auf dem einen Foto, was man ja leider nur hat, abgebildet ist. Ich habe eine kleine Änderung drin, und zwar diese Plate hier, die ist bei mir ein bisschen anders. Und die habe ich deswegen da so angebaut, damit ich hier eine Befestigung habe, um die Zugbrücke an der Stelle hoch und runter zu ziehen. Und das klappt eigentlich auch ganz wunderbar. Auf dem Foto war jetzt leider diese Vorderseite nicht zu erkennen. Also da hat wahrscheinlich jeder seine eigene Variante. Ein paar Teile ergeben sich ja aus der Rückseite. Und bei mir ist es jetzt noch so, dass diese beiden schwarzen Bögen hier nicht original sind. Die hätten normalerweise in Light Gray sein müssen. Und das waren die Bögen von der Zusatzteileliste. Aber das fällt gar nicht auf bei mir, weil die Zugbrücke ist ja eh schwarz und von daher passt das farblich eigentlich ganz gut. Ja, und was haben wir hier auf der Innenseite? Da sind natürlich alle markanten Teile aus dem originalen Set verbaut. Hier diese gelben Bögen und das Panel. Und die gelben Bögen, die bilden hier so eine Art kleinen Unterstand, wo man halt wunderbar einen Ritter platzieren kann, der hier am Stadttor Wache hält. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt so ein kleines Häuschen, das könnten die Unterkünfte der Ritter sein. Da kann man auch einen wunderbar platzieren. Und dann gibt es hier logischerweise noch die Wehrgänge und den Turm. Und dann ist das Ganze hier schon ziemlich gut bewacht. Wie gesagt, ich fand es ein total gelungenes B-Modell. Das hätte durchaus auch ein eigenes Set sein können. Da kann man nämlich noch eine ganze Reihe anderer Sachen mit anstellen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen.
Und nachdem ich mit dem Bau von dem eigentlichen Modell fertig war, habe ich mir die Teile nochmal geschnappt, die übrig waren, und habe damit einfach nochmal ein bisschen rumexperimentiert. Und rausgekommen ist dann dieses kleine Stückchen Stadtmauer hier, was einfach nur aus den beiden Panels besteht und einem kleinen Wehrgang oben drauf. Aber ich habe hier noch diesen Technikbrick über gehabt. Und mit Hilfe dieser Technikbricks und diesen Pins konnte damals in den 80er Jahren schon ein höllisch hohes Maß an Modularität erreicht werden. Ich kann das jetzt hier nämlich einfach so ranklicken und schon habe ich mein Stadttor um ein Stückchen Stadtmauer erweitert. Oder ich nehme das einfach raus und baue vielleicht noch ein anderes Teil ein. Das hier ist das Stückchen Stadtmauer von der 6061 vom Siege Tower. Das passt hier natürlich genauso ran. Und dann könnte ich mein Stückchen auch an diese Stelle bauen und könnte das jetzt hier noch beliebig erweitern, beispielsweise mit der Stadtmauer aus der 6062 von der Battering Ram. Und auch auf dieser Seite könnte es weitergehen, zum Beispiel hier mit der Schmiede. So, und schon hat man eine ganz ansehnliche Stadt für die Black Falcons, würde ich mal sagen. Genau, ich experimentiere jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter, vielleicht spiele ich auch noch ein bisschen. Mit anderen Worten, das soll es von mir für heute hier erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, euch hat es gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses B-Modell findet. Ich bin schon gespannt. Mir bleibt dann nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.